Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Palmencamper. In dieser Folge werde ich euch zeigen, wie ihr mit einfachsten Mitteln eure hydraulische Leuchtweitenregulierung reparieren könnt, beziehungsweise von Hydraulik auf Elektrik das ganze System umbauen könnt. Speziell Fahrer älterer Fahrzeuge werden das Problem kennen. In Fahrzeugen so um das Baujahr 1990, ich glaube bis an die 2000er ran, wurden oft mit einer hydraulischen Leuchtweitenregulierung ausgestattet. Dieses System, viele werden es kennen, ist einfach kompletter Schrott. Also das Zeug ist ständig kaputt. Ich hatte schon viele Fahrzeuge, die so eine Leuchtweitenregulierung verbaut hatten. Ich glaube, keins davon hatte eine funktionierende Leuchtweitenregulierung. Also das System ist irgendwie eine komplette Fehlkonstruktion. Es gibt zig Videos und Seiten im Internet, wie sowas repariert werden kann angeblich. Ich habe das schon mal versucht, das klappt alles nicht so richtig hundertprozentig. Und wenn es doch irgendwie funktioniert, hält die ganze Sache nicht lange. Also hier müssen wir irgendwie Abhilfe schaffen. Spätestens wenn der TÜV fällig ist, wird der TÜV-Prüfer auf diese Leuchtweitenregulierung draufschauen, wird das ganze System testen. Wenn sich da der Scheinwerfer vorne nicht bewegt, dann fallt ihr durch die HU, durch die Hauptuntersuchung. Das ist ein erheblicher Mangel. Und ja, viele TÜV-Prüfer übersehen das, manche vielleicht auch mit Absicht, drücken ein Auge zu. Aber wenn es wirklich ein strenger TÜV-Prüfer ist, der lässt euch damit durchfallen. Also muss das System irgendwie repariert werden. Oder wie in meinem Fall, ich habe die Schnauze voll von dieser Hydraulik-Sache. Ich werde das jetzt hier an dem Ducato auf Elektrik umbauen, also ein elektrisches gesteuertes System mit Servos. Wie ich das Ganze hier mache, das zeige ich euch jetzt in diesem Video. Ihr könnt das nicht nur so bei diesem Ducato anwenden. Hier speziell zeige ich es euch jetzt genau, welche Sachen ihr dafür braucht. Ihr könnt das aber im Grunde grundsätzlich auf jedes Fahrzeug so übertragen, was so eine hydraulische Leuchtweitenregulierung hat. Schmeißt das ganze Gelumpe raus, macht das elektrisch. Was ist die Aufgabe einer solchen Leuchtweitenregulierung? Wofür brauche ich die überhaupt? Wenn ich mein Fahrzeug belade mit Gepäck im Kofferraum oder Personen auf den hinteren Sitzen, dann belaste ich die Hinterachse und entlaste die Vorderachse. Das heißt, mein Fahrzeug bekommt praktisch so einen Schrägstand. Und wenn ich dann die Scheinwerfer nicht verstelle, wenn die so starr bleiben, leuchten die übertrieben gesagt Richtung Himmel. Damit würde ich den Gegenverkehr blenden. Dafür habe ich jetzt die Leuchtweitenregulierung. Wenn ich die verstelle von meistens 0 bis 3 oder 4, dann werden meine Scheinwerfer nach unten geneigt und leuchten wieder Richtung Straße und der Gegenverkehr wird nicht mehr geblendet. Ja, was benötige ich im Einzelnen für den Umbau hier auf das elektrische System? Äh, Ich war auf dem Schrottplatz und habe mir von einem Passat 35i Baujahr 1990 eine komplette Leuchtweitenregulierung ausbauen lassen, das gesamte System, die beiden Stellmotoren und den Regler für den Innenraum. Warum Passat? Weil die Stellmotoren hier in die originalen Aufnahmen des Ducatos passen, in die alten für die Hydraulik. Die sind 1:1 zu übernehmen, also hier brauche ich nichts ändern. Vorteil des Reglers beim Passat ist, dass ich hier einen einzelnen Regler habe und nicht zum Beispiel wie beim Golf 3. Da ist es, glaube ich, ein Kombischalter mit der Helligkeitsregulierung für das Kombi-Instrument. Ich hätte gerne einfach nur hier diesen einzelnen Schalter gehabt, darum Passat. Dann habe ich hier noch diese Lötverbinder. Lötverbinder kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Das macht euch das Leben so viel leichter. Dieser ganze Quatsch mit dem Lötkolben oder mit irgendwelchen Quetschverbindern, vergesst das, lasst das sein. Wenn ihr Kabel einfach nur stumpf zusammen verbinden wollt, nehmt diese Verbinder hier, diese Lötverbinder, schiebt die Kabel da links, rechts rein, macht das im Heißluftföhn heiß und dieses Lot, was hier drin ist in der Mitte, das schmilzt, verlötet euch eure Kabel. Gleichzeitig ist die ganze Nummer wasserdicht. Das ist wirklich eine super Sache, geht mega schnell, viel, viel einfacher als mit dem Lötkolben. Ich verlinke euch die Sachen hier in der Videobeschreibung. Die gibt es auch nicht nur von Würth, die gibt es mittlerweile von ganz vielen Herstellern. Schaut da mal rein, das kann ich euch wirklich nur empfehlen. Dann habe ich hier noch ein paar Kabelpiraten. Die brauchen wir, um den Strom direkt an dem Abblendlicht vorne, an den Scheinwerfern abzugreifen. Damit sind meine Stellmotoren gleichzeitig abgesichert und nur eingeschaltet, wenn auch das Abblendlicht eingeschaltet ist.
Dann habe ich hier noch ein bisschen Isolierband, ein bisschen Schrumpfschlauch, um das Ganze ja, abzuisolieren. Und natürlich ein bisschen Kabel brauchen wir, um nachher das Ganze natürlich an die Scheinwerfer anzuschließen und auch dann in den Innenraum, hier wo der Schalter hinkommt, da brauchen wir so ein bisschen Kabel. Aber ich denke mal, das ist alles überschaubar. Das gibt für kleines Geld. Wie gesagt, ich habe es vom Schrottplatz geholt. Ja, und das kostet, wie gesagt, wirklich nicht die Welt. Als erstes starten wir jetzt damit, die Steller hier auszubauen. Ich hoffe, man kann das erkennen. Hier unten, da sitzt so ein Steller direkt am Scheinwerfer. Der ist vorne mit so einer Schraube und einem Kugelkopf in einer Aufnahme des Scheinwerfers drin. Und dann hier in einem Blech mit einer Art Bajonettverschluss ja, eingedreht. Und den lösen wir jetzt mal mit so einer Viertelumdrehung. Und dann kommt der auch schon ganz einfach hier raus. Hier sieht man noch diesen Kugelkopf. Und hier ist so ein Federring drauf, der das Ganze auf Spannung hält. Diesen Federring, den werden wir später noch brauchen. Für die neuen, da ist nämlich nur ein Gummiring drum. Und da werden wir den hier einfach drauf schieben. Die Schläuche habe ich schon komplett entfernt von dem System. Die waren völlig marode, ausgehärtet. Man kann sie sehen. Außerdem fehlte auch schon hier ein guter Meter zum rechten Scheinwerfer. Also das war alles völlig Murks. Auf der rechten Seite nehmen wir den Steller jetzt auch noch raus. Ein bisschen reindrücken, verdrehen. Und da haben wir das gute Teil. Jetzt kümmern wir uns erstmal um den Ausbau hier des Reglers. Dazu habe ich eben schon mal den Tacho hier gelöst, die beiden Kreuzschrauben. Das macht die Sache echt deutlich einfacher, um da ranzukommen. Den kann man dann einfach so hier an die Seite nehmen. Ich habe die Stecker schon mal gelöst hinten und die Tachowelle. Das vereinfacht diesen Zugang hier tatsächlich sehr. Dann nehmen wir als nächstes hier den Griff erstmal runter von dem Schalter. Kann man einfach mit dem Schraubendreher drunter hebeln. Der ist nur aufgesteckt. Und dann hier diese Blende, diese Kappe, auch die ist nur gesteckt. Und dann diese beiden Kreuzschrauben lösen. Und wie gesagt, die Schläuche habe ich vorher schon demontiert. Und dann kann man das Ganze hier schön nach hinten nämlich rausnehmen. So, und das ist hier dieser Schalter, dieser Steller, der Regler, der eigentlich eine Pumpe ist. Also ihr seht, das System besteht gar nicht aus so vielen Teilen und der Ausbau ist auch schon relativ einfach. Ich fange jetzt an damit, den Steller hier erstmal, diesen Servomotor, da ist hier von dem Passat noch ein Gummidichtring drauf. Den brauchen wir jetzt hier bei uns nicht mehr. Den können wir wegtun. Dafür nehmen wir hier von unseren Originalteilen diesen Federring. Der ist geteilt hier, den kann man da so runternehmen. Und den werden wir dann hier einfach drüber drücken. So, das war's schon. Bei dem anderen Stellmotor natürlich genau das gleiche. So, damit haben wir die schon mal vorbereitet. Als nächstes fertigen wir jetzt hier die Leitung an. Da brauchen wir hier an den Stellern einmal das Plus der Scheinwerfer, also Abblendlicht praktisch. Dann natürlich einmal Masse, in dem Fall hier blau-braun. Und einmal das Signal, das kommt dann hier von dem Regler. Dieser Regler ist eigentlich nichts anderes als ein Potentiometer, also ein veränderbarer Widerstand. Und wenn ich dann hier drehe, ändert sich die Ohmzahl, der Widerstand hier, und das geht auf diese Leitung drauf.
und somit wird dann halt der Steller ein- und ausgefahren hier. Am Regler haben wir zweimal Masse, einmal braun, einmal blaubraun. Dann haben wir unser Plus von den Scheinwerfern hier und einmal das Signal, was dann praktisch hier auf die Steller geht, der veränderbare Widerstand. Und einmal noch eine Plusleitung für diese Beleuchtung hier des Reglers. Ich habe mich jetzt hier für die Kabelfarben Braun, Gelb und Rot entschieden, um möglichst nah hier am Original zu bleiben. Ich habe die Kabel schon mal auf die passende Länge jetzt so abgekürzt, ganz grob. Und ja, jetzt werden wir das Ganze hier mit unseren Lötverbindern an den Steller hier anlöten. So, meine Kabel habe ich jetzt alle soweit dran. Die sind verlötet hier mit diesen tollen Lötverbindern. Wie gesagt, das ist echt ein tolles Zeug hier. Das mit so einem Schrumpfschlauch direkt drum. Das Ganze ist wasserdicht und ja, wirklich eine tolle Erfindung. Jetzt bauen wir diese Stellmotoren erstmal ein und danach verlegen wir die Kabel. Das Ganze sitzt wirklich bombenfest, also es passt wirklich hundertprozentig in die Originalaufnahmen rein. Ja, also wenn ihr das vorhabt, Passat 35i, 90er Baujahr, irgendwie sowas, passt hervorragend. Hier an der Seite habe ich jetzt meine Masseleitung zusammengeführt. Das sind die 3 Leitungen, einmal von den beiden Stellern und einmal von dem Regler. Und die werde ich jetzt hier mit so einem Kabelschuh zusammenquetschen praktisch und dann hier an dem großen Massepunkt verschrauben. Diesen Kabelschuh hier musste ich mir gerade selber bauen. Ich habe nämlich keinen in der Größe mit so einem passenden Loch da gehabt. Habe ich einfach aus einem Stück Alurohr hier gemacht. Das geht aber genauso gut. So, jetzt kommt noch ein etwas kniffliger Part, und zwar müssen wir hier am Scheinwerfer, am Abblendlicht diese Kabelpiraten anbringen. Richtig heißen die übrigens Abzweigverbinder und nicht Kabelpiraten. Ich muss hier oben an das grau-gelbe Kabel dran, das ist die Plusleitung für mein Abblendlicht, Klemme 56. Da versuche ich jetzt irgendwie diesen Verbinder drauf zu bekommen. Da habe ich gerade festgestellt, das Ganze geht deutlich einfacher, wenn man hier das Kabel den Stecker von dem Scheinwerfer nach unten rauszieht. Ich habe hier die Frontmaske mal abgebaut, das sind nur irgendwie 8 Schrauben oder so, und das geht relativ schnell. Und dann kann ich mir hier den Stecker unterm Scheinwerfer durchziehen und kann hier deutlich besser arbeiten. Ja, hier habe ich jetzt einfach diesen Verbinder erstmal so mit der offenen Seite über das Kabel geschoben.
auf dieser anderen Bahn hier, die ist hinten zu, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Da schiebe ich jetzt hier das Kabel rein. Das ist ja von meiner Leuchtweitenregulierung bis zum Anschlag. So, nahe kommt schon durch. Ein Stückchen zurück. Dann presst man einfach dieses Metallplättchen hier in den Verbinder rein. Der schneidet dann praktisch beide Kabel an und schafft eine Verbindung zwischen den beiden Leitungen. Ich habe festgestellt, dass es für mich am besten mit der Rohrzange geht. Das muss aber jeder selber ausprobieren, wie er das am besten kann. Zuklipsen und fertig. So, jetzt noch einmal zum Anschluss der Leitung hier. Eigentlich ist es eine total simple Schaltung. Wir gucken uns das nochmal zusammen an. Also von meinen Stellern hier kommt jeweils ein rotes, ein braunes und ein gelbes Kabel. Braun Masse, rot Signal vom Regler, gelb Plus von den Scheinwerfern. Die gelben Leitungen habe ich links und rechts natürlich an die Scheinwerfer angeschlossen mit diesen Kabelpiraten. Das habt ihr eben gesehen. Die beiden roten Signalleitungen habe ich hier an der Stelle zusammengeführt und gehe dann mit einer Leitung weiter durch meine Tülle hier nach vorne zum Regler im Armaturenbrett. Die beiden Masseleitungen habe ich hier rüber gezogen vom rechten Scheinwerfer an die linke Fahrzeugseite. Habe die dann hier mit einer Masseverbindung mit so einem Schuh hier an die Masseschraube dran geschraubt und von da aus geht wieder eine Leitung, eine Masseleitung nach vorne in meine Tülle. Und hier kommt auch noch eine gelbe vom Regler. Die habe ich ebenfalls zusammengeführt. Hier vorne an dem rechten Scheinwerfer, Abblendlicht, sodass auch alles nur funktioniert und auch die Schalterbeleuchtung nur angeht, wenn ich das Abblendlicht einschalte. Ja, die Leitungen sind jetzt alle verlegt im Fahrzeug. Jetzt muss ich natürlich noch irgendwie diesen neuen Schalter in diese alte Blende reinbekommen. Und da werde ich mir jetzt erstmal das genaue Maß aufzeichnen. Da sind hinten noch so ein paar Stege dran hier. Diese Röhrchen, die müssen weg. Die Nasen würde ich gerne behalten, wenn das geht. Die verrasten diese Blende hier im Armaturenbrett. Und ich denke, ausschneiden werde ich das Ganze mit der oszillierenden Säge. Aber ich muss erstmal genau schauen, wie das Ganze am besten funktioniert. So, das Loch habe ich jetzt in der Kappe hier drin, in dieser Abdeckung. Das sieht erstmal noch ein bisschen wüst aus, aber wenn der Schalter drin ist und der geht hier schön saugend rein, dann sieht das doch ganz vernünftig aus. Da wackelt auch nichts, der sitzt da fest drin. Man kriegt den sogar wieder raus. Der hat hinten diese Nasen hier, die klammern sich da so ein bisschen fest. Ja, und meine Originalaufnahmepunkte für die Kappe kann ich auch noch benutzen. Die Nasen sind noch alle da, hier die Rastnasen. Also, Operation gelungen, würde ich sagen. So, jetzt verbinde ich meine 3 Kabel von vorne mit dem Stecker von dem Regler. An dem Regler sind 5 Leitungen dran. Ich habe aus den 5 Leitungen wieder 3 gemacht. Und zwar haben wir hier zweimal Masse dran. Die habe ich einfach verbunden, zusammen in einem so einem Lötverbinder. Da gehe ich dann vorne mit der braunen Leitung weiter. Dann habe ich hier meine Signalleitung, die werde ich mit dem roten verbinden.
Und dann habe ich hier zweimal das Plus vom Scheinwerfer, also Klemme 56, Abblendlicht. Das ist einmal für den Regler selber und einmal für die Beleuchtung des Reglers, dass man den auch abends schön sehen kann. Ja, jetzt werde ich hier meinen Stecker nach oben verlegen. Ja, weil leider der neue Schalter hier etwas größer ist, passt er nicht in das vorhandene Loch, in die Aussparung. Darum werde ich das mit der oszillierenden Säge wieder etwas größer schneiden. So, mein Schalter sitzt drin. Das sieht alles gut aus. Licht einschalten. Wahrscheinlich könnt ihr es jetzt nicht hören, aber da bewegt sich was. Jetzt werden wir die ganze Sache nochmal testen. Ja, die Nummer funktioniert. Die Leuchtweitenregulierung funktioniert wieder. Was das angeht, steht der HU jetzt erstmal nichts mehr im Weg. Ja, wer sich für Klemmenbezeichnungen oder einen Anschlussschemaplan interessiert, der kann gerne mal auf unserem Instagram-Kanal schauen. Da werde ich ein Foto von so einem Plan hochladen. Und ja, ansonsten schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie eure Erfahrungen sind mit diesen hydraulischen Leuchtweitenregulierungen, ob ihr da schon negative oder auch positive Erfahrungen gemacht habt. Vielleicht hat es ja auch schon mal jemand repariert und es funktioniert tatsächlich. Ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, recht herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal beim Palmencamper.